soziale Medien und Privatsphäre. Hey, hast du neulich in den Nachrichten gehört, dass immer mehr Menschen über ihre Daten in sozialen Medien besorgt sind? Zunächst möchte ich sagen, dass dieses Thema in der letzten Zeit wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Ja, klar habe ich das gehört. In der heutigen Zeit ist es wichtig zu erwähnen, dass Datenschutz im Internet immer mehr zu einem Streitthema wird. Es stellt sich die Frage, ob soziale Netzwerke überhaupt noch sicher sind, um private Informationen zu teilen. Ein oft diskutiertes Thema ist dabei, ob strengere Gesetze eingeführt werden sollten. Einerseits ermöglichen soziale Medien den Austausch von Ideen und bringen Menschen zusammen. Andererseits besteht die Gefahr, dass persönliche Daten missbraucht werden. Meiner Meinung nach ist die Balance zwischen Offenheit und Schutz noch nicht gefunden. Ich bin der Ansicht, dass mehr Transparenz nötig ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Nutzer nicht wissen, welche Daten gesammelt werden. Ich glaube, dass Aufklärungskampagnen helfen könnten. Aber das könnte man auch kritisch sehen, weil einige Menschen schlichtweg desinteressiert sind. Da stimme ich zu. Dennoch müssen Unternehmen Verantwortung übernehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist die DSGVO in der EU, die zumindest klare Regeln schafft. Nicht zu vergessen ist, dass globale Konzerne oft Schlupflöcher finden. Zum Beispiel könnte man strengere Strafen für Verstöße einführen, um Datenmissbrauch unattraktiver zu machen. Ein Vorteil ist, dass dann Unternehmen mehr in Sicherheit investieren würden. Es könnte sein, dass langfristig das Vertrauen der Nutzer steigt. Das spricht dafür, dass wir internationale Kooperationen brauchen, weil das Internet keine Landesgrenzen kennt. Ich glaube nicht, dass nationale Alleingänge ausreichen. Wie aus dem Nichts tauchen ständig neue Plattformen und Apps auf, die kaum reguliert sind. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits fördert die Globalisierung Innovation, andererseits erschwert sie Kontrolle. Man sollte beachten, dass nicht alle Länder dieselben Datenschutzstandards haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals eine perfekte Lösung finden. Es könnte sein, dass wir einfach lernen müssen, bewusster mit unseren Daten umzugehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Nutzer als auch Staaten und Unternehmen gefragt sind. Abschließend möchte ich sagen, dass jeder Einzelne selbst entscheiden sollte, welche Informationen er preisgibt. Es bleibt zu sagen, dass wir mehr Medienkompetenz in der Schule brauchen, um Risiken besser einschätzen zu können. Am Ende kann man feststellen, dass soziale Medien nicht verschwinden werden. Den Nagel auf den Kopf treffen wir dann, wenn wir verstehen, dass Datenschutz ein gemeinsames Projekt ist. Etwas auf die lange Bank schieben sollten wir nicht, denn die digitale Welt entwickelt sich rasant. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir dringend handeln müssen, um die Privatsphäre zu schützen. In der heutigen Zeit ist es wichtig zu erwähnen, dass Bewusstsein und Bildung entscheidend sind. Ich hoffe, dass wir bald Fortschritte sehen. Vegetarische, vegane Ernährung und Umweltschutz. Sag mal, hast du schon davon gehört, dass immer mehr Leute auf Fleisch verzichten, um das Klima zu schützen? Zunächst möchte ich sagen, dass dieser Trend allgegenwärtig ist. Ja, ich habe gehört, dass sich viele aus ethischen oder ökologischen Gründen anders ernähren. In der heutigen Zeit ist es wichtig zu erwähnen, dass Massentierhaltung massiv zur CO2-Emission beiträgt. Es stellt sich die Frage, ob ein vollständiger Verzicht auf Fleisch wirklich nötig ist. Ein oft diskutiertes Thema ist, ob vegane Ernährung wirklich gesünder und nachhaltiger ist. Einerseits spart man Ressourcen, andererseits müssen viele Ersatzprodukte importiert werden. Meiner Meinung nach kommt es auf eine ausgewogene Balance an. Ich bin der Ansicht, dass zumindest eine Reduktion des Fleischkonsums sinnvoll wäre. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie groß der ökologische Fußabdruck eines Steaks ist. Ich glaube, dass Aufklärung helfen könnte, aber das könnte man auch kritisch sehen, weil Essgewohnheiten tief verwurzelt sind. Da stimme ich zu. Ein gutes Beispiel dafür ist Skandinavien. Dort gibt es viele Kampagnen, um lokale, pflanzliche Produkte schmackhaft zu machen. Nicht zu vergessen ist, dass traditionelle Küche oft fleischlastig ist und Veränderung Zeit braucht.
Zum Beispiel könnte man in Schulen früher über Ernährung und Umwelt sprechen. Ein Vorteil ist, dass jüngere Generationen offener für Veränderungen sind. Es könnte sein, dass sich Essgewohnheiten innerhalb weniger Jahrzehnte stark ändern. Das spricht dafür, dass wir auch politische Maßnahmen brauchen, zum Beispiel höhere Steuern auf Fleisch aus Massentierhaltung. Ich glaube nicht, dass reine Freiwilligkeit genug ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie aus dem Nichts entstehen aber auch viele neue vegane Alternativen auf dem Markt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist Vielfalt positiv, andererseits sind einige Ersatzprodukte hochverarbeitet. Man sollte beachten, dass eine gesunde vegane Ernährung Planung erfordert. Ich bin mir nicht sicher, ob alle bereit sind, sich so intensiv mit ihrem Essen zu beschäftigen. Es könnte sein, dass wir Anreize schaffen müssen, etwa Preisnachlässe für Obst und Gemüse. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bewusstsein, Bildung und Politik Hand in Hand gehen sollten. Abschließend möchte ich sagen, dass niemand gezwungen werden sollte. Aber es braucht ein Umdenken. Es bleibt zu sagen, dass die Umweltkrise uns zu Handlungen drängt. Am Ende kann man feststellen, dass wir alle Teil der Lösung sein können. Den Nagel auf den Kopf treffen wir, wenn wir erkennen, dass unser Teller Einfluss auf den Planeten hat. Etwas auf die lange Bank schieben können wir nicht mehr. In der heutigen Zeit ist es wichtig zu erwähnen, dass jede Entscheidung beim Einkaufen zählt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein reduzierter Fleischkonsum ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich hoffe, dass diese Entwicklung anhält, denn wir brauchen nachhaltige Lösungen. Kernenergie gegenüber erneuerbaren Energien. Hey, hast du schon von den neuen Debatten über Atomkraft gehört? Manche Länder denken sogar darüber nach, Kernenergie wieder auszubauen. Zunächst möchte ich sagen, dass das Thema hoch umstritten ist. Ja, in der heutigen Zeit ist es wichtig zu erwähnen, dass wir dringend saubere Energiequellen brauchen. Es stellt sich die Frage, ob Atomenergie wirklich als sauber angesehen werden kann, wenn man an den Atommüll denkt. Ein oft diskutiertes Thema ist, dass Kernenergie zwar kaum CO2 ausstößt, aber die Endlagerung problematisch bleibt. Einerseits bietet sie eine stabile Stromversorgung, andererseits ist das Risiko von Unfällen nie ganz ausgeschlossen. Meiner Meinung nach sollten wir langfristig auf erneuerbare Energien setzen. Ich bin der Ansicht, dass erneuerbare Energien wie Wind und Solar sicherer sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Kosten für Solar- und Windenergie sinken. Ich glaube, dass wir diese Chance nutzen sollten. Aber das könnte man auch kritisch sehen, weil erneuerbare Energien von Wetterbedingungen abhängen. Da stimme ich zu, aber ein gutes Beispiel dafür ist die Kombination verschiedener erneuerbarer Quellen, um Schwankungen auszugleichen. Nicht zu vergessen ist, dass Speichertechnologien immer besser werden. Zum Beispiel könnten Batterien oder Wasserstoffspeicher helfen. Ein Vorteil ist, dass so ein stabiler Mix ohne nukleare Risiken entsteht. Es könnte sein, dass wir in einigen Jahrzehnten gar keine Kernkraft mehr benötigen. Das spricht dafür, dass wir jetzt in Forschung investieren sollten. Ich glaube nicht, dass der schnelle Wiedereinstieg in die Atomkraft sinnvoll ist. Wie aus dem Nichts erscheinen immer neue Ideen, etwa Floating Windparks im Meer. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wir brauchen schnelle Lösungen gegen den Klimawandel, doch Atomkraft ist nicht unumstritten. Man sollte beachten, dass Endlager über Jahrtausende sicher sein müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Verantwortung den kommenden Generationen aufbürden sollten. Es könnte sein, dass wir damit ein schweres Erbe hinterlassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erneuerbare Energien zwar Herausforderungen haben, aber zukunftsweisender sind. Abschließend möchte ich sagen, dass politische Entschlossenheit und internationale Kooperation nötig sind. Es bleibt zu sagen, dass ein globaler Konsens schwer zu erreichen ist. Am Ende kann man feststellen, dass die Energiewende eine komplexe Aufgabe ist. Den Nagel auf den Kopf treffen wir, wenn wir begreifen, dass es keine perfekte Lösung gibt, aber erneuerbare Energien weniger Risiko bergen. Etwas auf die lange Bank schieben dürfen wir nicht, da der Klimawandel dringlich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass erneuerbare Energien ein wichtiger Schlüssel sind. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren klare Fortschritte sehen, bevor es zu spät ist.